Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vollgepackt mit schönen Sachen habe ich euch wieder das Leben schöner zu machen. Denn wir haben heute wieder einiges an Infos, die ich natürlich mit euch teilen möchte. Ihr seht bereits im Hintergrund schon, der Hellevator hat auch geöffnet. Und ja, ich habe zuallererst einen Hellevator-Code für euch. Wer hätte es gedacht? Ja, dieser lautet Dorza-6B5Z. Den könnt ihr einlösen. Ja, der ist von heute, Donnerstag, 16 Uhr, einlösbar bis zum 29.05. um 23:59 Uhr. Er gibt euch 25 Schlüsselkarten für den Hellevator, ein Trank des ewigen Lebens und 100 Sanduhren. Könnt ihr sehr gerne eingeben, wenn ihr wollt. Ne? Den eingeblendeten Code seht ihr hier und dann könnt ihr bei Coupon einlösen, den einfach hier reinkopieren und dann habt ihr da auch schon eure Schlüsselkarten und alles weitere, was ich eben auch in diesem Zusammenhang genannt hatte. Ja, aber vergesst nicht, ab Stufe 10 ist der Code erst einlösbar, deswegen solltet ihr das zumindest erreicht haben, aber ich denke mal, die Zeit habt ihr bis dahin ja so oder so. Dann, da ich ja letztes Mal das Paket im Webshop angekündigt hatte, was ja zum Herrentag rauskam, wo ja auch einige Leute da, vielen lieben Dank nochmal an der Stelle dafür, mit meinem Creator Code sich das Ding eingekauft haben. Die hatten dann am nächsten Tag dann schon gesagt, ey, wo ist das Paket? Weil das war wirklich nur am Herrentag verfügbar. So, also nur am Donnerstag war das und die Leute, die danach dann kamen, die das Video dann später gesehen haben, die haben es leider verpasst. Ja, jetzt kann ich euch sagen, dass das beseelte Paket zurück ist und es ist erhältlich von Donnerstag bis Pfingstmontag. Einschließlich Pfingstmontag könnt ihr euch im Webshop das Paket holen. Da bekommt ihr wie beim letzten Mal auch wieder ein paar extra Seelen dazu, falls ihr das braucht, und ein paar extra Pilze. So Leute, ich muss da nochmal kurz zwischenhaken, und zwar sind die Pakete leicht andere als am Herrentag. Und zwar hat man jetzt verschiedene Kategorien von den beseelten Paketen. Und zwar gibt es wieder kleine und große Pakete, die man sich nacheinander leider freikaufen muss, so ist das leider, ne? Und wir haben auch eine 20% Aktion gerade hier im Shop, sehe ich auch gerade. Und ja, das Ding ist halt, man kann sich nicht direkt das größte Paket holen, sondern muss die sich wieder freikaufen. Es gibt verschiedene Pakete, die möchte ich euch ganz kurz zeigen. Und zwar einmal das für 10 Euro, 330 Pilz und 96.000 Seelen. Dann für 25 Euro, 860 Pilz und 240.000 Seelen. Dann für 50 Euro 1770 Pilze und 480.000 Seelen und 3.870 Pilze und 1 Million Seelen für 100 Euro. Ja, und das ist leider sehr schade, dass man sich die immer so nach und nach freikaufen muss. Ich habe euch das Ganze auch noch mal durchgerechnet, ob sich das denn für euch lohnt. Und zwar haben wir hier alle Pakete. Wenn ihr euch alle Pakete bis zum letzten freikaufen würdet, dann bezahlt ihr insgesamt 185 Euro und erhaltet dabei 6.830 Pilze und 1,8 Millionen Seelen. So, wenn ihr jetzt bei der 20% Aktion aufladet, dann bekommt ihr für 15 Euro mehr 7.200 Pilze, aber es fallen halt eben die Seelen weg und ihr bezahlt halt eben 15 Euro mehr. Also müsst ihr unterm Strich wissen, was für euch mehr lohnenswert ist, sag ich mal, nur die reinen Pilze zu kaufen, ne, oder halt eben 15 Euro weniger zu bezahlen, bisschen weniger Pilze auch zu bekommen dafür dann natürlich, ne, aber im Umkehrschluss auch die Seelen so, ne. Die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen, da müsst ihr selbst gucken, wie ihr dabei fahrt, aber damit ihr nur mal Bescheid wisst, so sieht das Ganze aus, wenn ihr euch alle Pakete holen würdet, was ihr da insgesamt durchbekommt, im Vergleich zu der normalen 20% Aktion, die jetzt gerade am Start ist, ne. Und jetzt geht's weiter. Und ihr findet das Ganze über den Webshop. Habe ich unten in den Kommentaren angepinnt und verlinkt, könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Und wenn ihr mich da wie immer kostenlos supporten wollt, dann würde mich das auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr beim Abschluss eures Kaufes den Creator Code Dorza eingebt. Ihr habt dadurch nicht mehr Kosten und wir können dadurch sehr geile Sachen auf die Beine stellen in Zukunft. Seid auf jeden Fall gespannt. Da kommt, ich denke mal, Ende des Jahres auf jeden Fall noch was Cooles auf euch zu, ne, was so mit den Geldern passiert, die da so im Hintergrund gesammelt werden. Und deswegen vielen lieben Dank auch an der Stelle an jeden, der da einfach kostenfrei rein supportet und dadurch halt extrem coole Sachen
möglich macht und unter anderem natürlich mich auch als Supporter, als Creator supportet. So rum. Ja, Dankeschön auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch ein paar News, bevor wir gleich in den Elevator reingehen. Und zwar starten wir mit den Bergfest-News. Hier sind ja die Events, die ja schon letztens angekündigt gewesen sind. Am Sonntag machen wir ja einen Livestream auf W60, da ja das Fest der Festungsevent ist. Wir werden schauen, dass wir da noch ein paar gute Steine bekommen und den letzten finalen Push irgendwie noch hinlegen können. Ne? Morgen am Freitag ist ja EU4-Server-Start. Dort werden wir um 15 Uhr live sein. Am Sonntag der Livestream wird wahrscheinlich ein bisschen früher passieren. Ich sage mal vormittags, mittags bis nachmittags und abends bin ich dann aber unterwegs. Und genau, ja, dann haben wir auch schon die Vorschau auf das nächste Wochenende. Das könnt ihr hier auch sehr gerne sehen. Das sind die News zum nächsten Wochenende. Dann natürlich auch noch für die Pet-Leute das Erdpad Nummer 16 Sheer ist zu finden. Solltet ihr auf jeden Fall auch die Augen offen halten, genauso haltet die Augen offen im Wucher-Dschungel. Ne? Genau, die Heldinnen und Helden von S31 können heute schon zocken. Ne? Also bei mir, ich nehme das Video jetzt gerade am Mittwoch auf. Und wie ihr ja hier unten vielleicht seht. Und dadurch kann ich den Elevator heute schon anzocken. Für euch kommt das Video aber morgen bzw. heute erst um 16 Uhr, da ich ab da erst auch den Code ankündigen darf. Ne? Genau, das soweit dazu. Das sind so die News, die momentan am Start sind. Ne? Hier das Beseelter-Paket nochmal. Ja, das ist soweit das, was es dazu zu sagen gibt. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal jetzt in den Elevator rein. Ja. Und schauen uns das ganze Ding mal an. So, wir haben hier jetzt die Info. Jetzt hier auch alles mit diesem neuen Infoscreen gestaltet, sag ich mal. Ne? Also es ist sehr übersichtlich gemacht. Holy shit, aber wie viele Sachen auch das Ganze hier beinhaltet. Ne? Aber ich sag mal, für Neueinsteiger, die den Elevator zum ersten Mal spielen, finde ich das extrem gut gemacht, übersichtlich und ja, ist eigentlich schon ein Guide in sich, sag ich mal, im Spiel selbst inbegriffen. Ist eine sehr schöne Sache. Wir kennen ja das meiste schon. Ne? Die Schlüsselkarten wurden auch wieder erhöht. Die waren ja letztes Mal auf 10 oder so, jetzt sind sie auf 15. War auch wirklich nötig, sag ich mal, denn der letzte Elevator ist ziemlich in Kritik geraten. Und deswegen hoffen wir mal, dass es jetzt ein bisschen besser läuft, auch für die Free-to-Play-Spieler, weil der letzte war sehr Free-to-Play unfreundlich. Ja, ne, hier sind wirklich alle Informationen drin, ne, echt gut. Also auch wenn man einen Gildenwechsel macht, dass man 5% verliert und so weiter und so fort. Ne, die Belohnungen und so und dann schauen wir mal einfach rein, würde ich sagen. Ne. Unsere Gilde hat hier schon ein wenig abgeliefert. Den Gewinn holen wir uns nachher mal ab. Mal schauen, wo stehen wir denn? Wir sind momentan gerade auf Platz 1. Und dann würde ich sagen, ja, legen wir mal los. Die jetzige gucken mal, was das jetzige Thema des Elevators ist. Man sieht hier auch schon einen anderen Hintergrund bereits. Ne? Wir achten ja immer sehr auf Details. Leider konnte ich das Ganze halt heute, wie gesagt, oder gestern jetzt, ne, am Mittwoch, wo ich das Ganze aufnehme, nicht großartig Livestream. Zeitmäßig ist das leider nicht drin, aber dafür das Video heute. Und ich sag mal, morgen um 15 Uhr gibt es ja auch einen Livestream zum Serverstart und da gehen wir auch nochmal Elevator und alles rein, ne? Und gucken uns das Ganze genau an. So, wir sehen aber bisher jetzt nicht die großartige Vielfalt neuer Gegner. Ich glaube, die ist neu. Ich glaube, die ist märtyrerische Jungfrau ist, glaube ich, neu. Müssen wir mal drauf achten, blasphemische Truppe. Hier sind immer so alte Gegner, ne? Das ist ja ein alter Gegner, heidnischer Zirkel. Alte Gegner mit neuen Gegnern gemischt. Da das Ganze ja ketzerische Sekte, okay, das sind, glaube ich, die neuen Gegner hier. Weil das Ganze ja 500 Etagen lang ist, ne? Ist es wahrscheinlich ein bisschen viel Arbeit, 500 Etagen zu designen, deswegen, ja, das sind die neuen hier auf jeden Fall. Deswegen sind hier mal so ein paar alte und ein paar neue Gegner immer so ein bisschen gemischt. Wir achten mal drauf, dass wir hier die neuen Gegner auch hauptsächlich sehen und mitkriegen. Aufmischender Astronom, auch interessant. Merlin ist ein alter Gegner. Abergläubischer Talismanhändler, ja, das ist, glaube ich, auch ein neuer, alter.
Abgespacede Verschwörer, okay? Holy shit. Fehlt nur noch irgendwo, dass hier jemand mit einem Aluhut irgendwo zu sehen ist und schreit, ach du heiliges Blechle. Ja. Okay, machen wir weiter. Härtische Händler. Also das Thema, weiß ich nicht, kann ich jetzt persönlich nicht sehr viel mit anfangen, muss ich sagen. Aber die Gegner sehen auf jeden Fall ganz cool aus, muss ich so sagen. Jetzt haben wir mal hier so einen kleinen Zwischenscreen hier von der ersten Ebene der garstigen Gierschlunde. Arme Schlucker haben auf dieser Ebene nichts verloren, nur die gierigsten Geizkragen und einflussreichsten Narzissten ertränken sich hier verzweifelt gegenseitig bei dem Versuch, an oberster Stelle zu stehen. Ich glaube, das kennen wir schon. Das war, glaube ich, das Thema vom letzten Mal oder so, ne? Ich vergesse immer die Namen von den ganzen Themen vom Hellevator. Von dem Legendary Dungeon kann man sich die jetzt einigermaßen merken. Aber, genau, das war das letzte Mal. Das hier, Mr. Krabs im Tresor einfach, das ist extrem geil gemacht. Also den Gegner habe ich auch letztes Mal beim letzten Hellevator so extrem gefeiert. Und ich glaube, auf dieser Etage jetzt hier, ne, es sind ja alle 50 Etagen, sind ja verschiedene Themengebiete. Und die erste Etage haben wir jetzt ja quasi durch. Jetzt sind wir hier bei der zweiten. Und hier kennen wir eigentlich die Gegner, deswegen können wir hier durch entern. Ich muss sagen, also hier knauseriges Krustentier, den muss ich mir auch mal speichern. Also das ist wirklich ein extrem cooler Gegner, muss ich mal so sagen. Also ich als SpongeBob-Fan durch und durch. Oh, wir haben es. Lol. Wir haben gerade ganz kurz von den Tag zum Nachtwechsel gesehen, weil es jetzt exakt 18 Uhr ist. Und das genau in dem Moment, wo ich hier gerade meine Erfahrung abgeholt habe. Holy shit, das habe ich komplett unbewusst gemacht. Wie random, Alter. Dann machen wir mal Stadtwache rein. Oh, da habe ich fast Feierabend, 2 Stunden noch. Und werden mal weitermachen. Wir entern mal weiter durch und gucken uns mal die nächste Etage an. Holen uns ein paar Punkte, ein paar Höllenmarken für unsere Gilde und werden da unseren Support zu leisten. Ja, okay, das Thema, das kennen wir auch. Dementsprechend sind wahrscheinlich hier auch keine neuen Gegner mit dabei, gehe ich mal von aus. Aber ich glaube, die meisten kennen wir schon. Also wirklich, die neuen Gegner sind halt auf den ersten 50 Etagen gewesen. Denke ich mal, ne, falls ich jetzt hier nicht irgendwas verpasse. Aber ich glaube, die kennt man halt alle schon. Ich glaube, ja. Es sind auch wirklich sehr viele Gegner und da diese sonst nirgendwo vorkommen als im Hellevator, kann man die sich auch gar nicht so wirklich einprägen, muss ich sagen. Deswegen verzeiht mir das, wenn das jetzt nicht ganz so klappen sollte. So, jetzt sind wir aber gleich auf Etage 150. Wir machen ein bisschen schneller heute, so, weil das Ganze ist ja auch ein Video und kein Livestream. Aber ich sag mal so, weiß ich nicht, ich wollte den Start ja wieder zum Hellevator Stream. Extra Stream, weiß ich nicht, weil man hat ja wirklich nur begrenzt den Content für die ersten 50 Etagen, die neu sind, und den Rest, den kennt man ja eigentlich so, ne? Also, so an sich, das Event finde ich nach wie vor immer noch extrem geil. Ich finde es auch für Free-to-Play-Spieler tatsächlich sehr cool, wenn die Schlüsselkarten halt wieder stimmen, so wie sie jetzt sind oder wie sie vorher waren, und nicht, dass das unfreundlicher gemacht wird, das feiere ich überhaupt nicht. Aber an sich, dadurch, dass Hardcore-Pilzer jetzt nicht extrem viel durch die einzelnen Etagen bekommen im Vergleich zu den Free-to-Play-Spielern, also die Beute, okay, Beute ist schon geil so, ne? Ich meine, es wird natürlich auch später noch immer noch mehr, aber es ist jetzt nicht so krass wie jetzt zum Beispiel beim Legendary Dungeon oder so. Ich finde hier den Pilzeinsatz, man kann seine Gilde gut voranbringen als Hardcore-Pilzer, ne? Aber ich finde es jetzt so im Rahmen, sag ich mal noch. Die Schere zwischen Free-to-Play und Pay-to-Win geht für mich persönlich beim Hellevator nicht ganz so doll auseinander, was die Rewards angeht. So, ne? Wie gesagt, klar,
Einzelne Payer können halt eine ganze Gilde richtig gut carryen so, ne? Ich mache das ja in diesem Moment jetzt auch gerade, aber wir rushen ja auch gerade durch. Wir haben ja 10 Tage Zeit für die ganzen Etagen und man sollte nicht die ganzen Etagen gleich am ersten Tag machen, so, das ist sowieso jetzt nicht so empfehlenswert. Und wie gesagt, diese Rewards, die man hier bekommt, das ist ja noch sehr überschaubar, ne? Ich weiß nicht, wie viel Gold hatten wir zum Anfang gehabt? War ich da auf unter 10 Millionen oder so? Ich weiß es nicht. Also goldtechnisch, wie viele Elevator-Themen es jetzt auch mittlerweile gab, ne? Das waren jetzt alles unterschiedliche Elevator-Themen. Goldtechnisch, ja, okay, bringt es ein bisschen was, also ist jetzt noch überschaubar. Ich meine, dafür, dass wir jetzt hier schon bei Stockwerk 318 sind, ist es sehr überschaubar, was das Gold angeht, ne? Ich meine, wir bekommen natürlich auch Ressourcen so, Kristalle, Früchte, was war es noch? Lucky Coins und halt Holz und Stein. Aber ja, zwischendurch auch mal ein Pilz, aber tatsächlich finde ich es tatsächlich ziemlich fair, muss ich sagen. So, Stufe 350 und ich glaube, das ist der neue Hintergrund hier, ne? Ich glaube, das ist der neue. Ebene der gottlosen Scheiterhaufen-Anwärter. Ich glaube, das ist, jetzt fängt es wieder von vorne an quasi, das sind jetzt die ersten 50 Etagen mit den neuen Gegnern, glaube ich. Die schlimmsten Vergehen gegen die Göttlichkeit werden hier bestraft und sollen durch das höllische Feuer gereinigt werden. Dazu zählt unter anderem eine gelehrte Frau im Mittelalter zu sein, selbstständiges Denken, die Behauptung, dass die Erde sich um die Sonne dreht, sowie die fatalste Sünde von allen, Ananas auf eine Pizza zu legen. Also wirklich, jetzt auch mal, um diese Diskussion ein für alle Mal abzuschließen, jetzt auch hier in den Kommentaren. Also wer wirklich das hier feiern sollte, ne? Ananas auf Pizza. Also muss ich auch ganz ehrlich mal sagen, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ich weiß nicht, soll man dazu eine Umfrage machen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist auch nicht nötig. Also Pizza ist geil. Ananas, muss ich sagen, schmeckt auch sehr geil. Aber beides in Kombination, fragwürdig. Also, ne, ich bin ja jetzt jemand, ich esse eigentlich alles so, ne? Also ich bin jetzt keine Mimose, die sagt, esse ich nicht. Wenn man mir jetzt was anbietet so, und das ist jetzt Pizza Hawaii, dann esse ich das auch so, ne? Weil ich verschmähe kein Essen, so wurde ich nicht erzogen, ne? Aber es gibt halt bessere Alternativen, was halt den Pizzabelag betrifft, finde ich, als eben Ananas auf seine Pizza zu knallen, ne? Also ist so auf jeden Fall meine Wahrnehmung der Dinge. Ja, ich meine, ich habe es auch schon gegessen. Ja, ist okay, aber muss jetzt nicht unbedingt sein tatsächlich, ne? So, da wir ja nicht ganz so hart reinballern wollen, sind wir jetzt schon gleich bei Stufe 400. Ich weiß nicht, wir gehen mal, ich weiß nicht, wo waren wir letztes Mal, bis wohin sind wir letztes Mal durchgegangen? Ich glaube bis, ja, ich weiß gar nicht. Auch, glaube ich, so bis 400 circa, ne? Ich meine, wir kriegen jetzt schon die ersten Male hier aufs Maul. Ich meine, wir haben jetzt auch keinen großartigen Buff oder so. Aber das Ding ist halt, ich sag's ja jedes Mal, wenn ich jetzt bis zu meinem Limit pilzen würde und ich sag mal, wir haben ja letztes Mal den Elevator durchgespielt, ne? Bis Etage 500. Vielleicht kriegen wir es diesmal auch wieder hin zum Ende. Dazu benötigen wir aber halt auch die Buffs und alles, ne? Die müssen wir aus dem Shop kaufen. Wir brauchen den Damage, die 2%, die jeden Tag dazukommen. Und das Ding ist ja auch, dass die Etagen nachher so schwer werden, dass ich da so viele Pilze reinbrate, um halt eben meine 20 Etagen am Tag zu schaffen, die ich wieder zurückgesetzt werde, dass das halt eben nicht worth ist, sich am ersten Tag so hoch zu pushen. Deswegen belasse ich es jetzt auf Stufe 400. Ich denke mal, das ist mehr als genug. Wir holen uns mal den Bonus ab, unseren wohlverdienten, ja. Also ressourcentechnisch muss ich sagen, lohnt sich der Elevator wirklich sehr, sehr heftig. Also ne, jetzt nicht so goldtechnisch und jetzt andere Sachen, aber so Ressourcen muss ich sagen, okay, gut, da hat mich der Elevator auf jeden Fall. Ne, man sieht hier 129k Kristalle, also fast 200.000. Metall ist schon heftig, Gold nachher schmeckt auch.
Aber ja, also der Endbonus ist auf jeden Fall der krasse. Die von den Zwischenetagen, ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Aber der Endbonus ist heftig. Ne? Okay, Leute, das war's für den Elevator. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch viel Spaß, viel Erfolg euren Gilden. Ne? Wie gesagt, löst gerne den Code ein vom Elevator, ne? Den Couponcode, und teilt den auch sehr gerne per Rundmail in eurer Gilde. Ne? Geht ihr hier auf Gilde und dann könnt ihr hier den Code eintragen und dann hat eure komplette Gilde da auch was von. Bringt euch als Gilde natürlich auch weiter voran, wenn ihr mehr Schlüsselkarten und sowas habt. Ne? So, umso besser steht eure komplette Gilde da, deswegen solltet ihr das auch auf jeden Fall nutzen. Und ja, das war es soweit auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.